Well, obviously, it's for most of the international students, it's a new country, so it's a new culture, it's a new system. The communication and of course people do not know exactly what to expect or what is awaiting them. These are basically the main challenges. What to expect, what is Studentenwerk, the dorms and such organizational and system differences basically. First is definitely the language barrier, and I think for some students which are not so outgoing, they might feel like it's kind of difficult to join into the German culture or like meet German friends. Language is always a problem, in communicating with people, to get to know people. But the good aspect of Thuringia is that people are very nice. So even if they don't know English, they will make sure that you learn German or they will learn English for you. So I have never come across any such problems while communicating with the Thuringian people here. Also in den Städten generell ist natürlich besser und ich denke hier in Jena ist die einheimische Bevölkerung sehr gewöhnt, dass hier viele internationale Studenten sind. Klar, mit Englisch kommt man manchmal nicht so weit, denke ich. Aber auch wenn man nur ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch spricht, kann man sich meistens mit Händen und Füßen genug verständigen. Und die meisten sind hier sehr offen, denke ich, dafür. Ja, gibt es die Herausforderung für Neuanfänger, zum Beispiel mit der Landratsamt, weil es geht um die sachlichen Dokumente, die man sich beschäftigen sollte, und es dauert ein bisschen länger. Zum Beispiel muss man immer einen Termin machen. Das habe ich in meinem Heimatland noch nicht angewöhnt. Zum Beispiel, wenn man miteinander treffen möchte, dann sagt die Uhrzeit, und dann, wenn man nicht kommt, kann man spät sagen, ist okay. Aber wenn man nicht kommt, dann einen Anruf ist genügend. Aber hier in Deutschland muss man einen Termin machen und dann muss man Bescheid vorher mindestens eine Stunde sagen. Ja, das ist für mich anders im Vergleich zu meinem Heimatland. Mit Behörden läuft es ähnlich. Auch Behörden haben Sprechzeit, wo man einfach hingehen kann. Meistens vereinbart man einen Termin vorher online, zum Beispiel am Einwohnermeldeamt oder in der Ausländerbehörde Jena vereinbart man online einen Termin und man muss wirklich zu diesem Termin da sein und dann hat der Mitarbeiter auch genügend Zeit für einen. Und der übliche Clash der Kulturen gibt es schon natürlich auch. Also in Deutschland ist es halt üblich, dass man nicht 5 Minuten oder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zu spät kommt, sondern wenn man verabredet ist, ist man verabredet. Das ist, glaube ich, so das Häufigste, was so im Freundeskreis auch passiert. Ja, das stimmt. Ja. Dass Leute denken, das ist mehr ein Richtwert, die Zeit. I think in Germany it's a wonderful place because there are many people that really engage in supporting other people who need. I have to say that when you get into a university, if you don't get there in the first year, then it's quite difficult to get in contact with others. If you start then for the first year, then it's easier because everyone is looking for the new friends and the new contact. So what you have to do when you get into a system during the process, then you should really try to get in contact with the civil society. In Germany is full of great associations which are there to support migrants, for example, or international students, or just for environment, or fighting for different good things. So I think that is a way to get, or sport, or music. The choir, there are so many choirs. So look what are things that you are interested in, that you love, and then look for contacts in this area, so that then you get easily friends, contacts, and people who support you in all the different challenges you have to cope with. Also es dauert auf jeden Fall länger,
bis sich so die deutschen und die internationalen Studierenden so zusammenfinden. Es ist am Anfang schon so ein bisschen Grüppchenbildung, aber wenn man dem ein bisschen Zeit gibt und auch wenn man dann in kleineren Gruppen ist, dann funktioniert es schon deutlich besser. Ich denke, die Einführungstage, das ist ganz, ganz wichtig. Ich kenne auch Leute, die da nicht hingegangen sind an der Uni und da knüpft man schon Kontakte. Dann auch in Kontakt treten mit den anderen Leuten, die mit einem studieren, auf jeden Fall weggehen. Also man muss ja nicht irgendwie groß feiern gehen, aber einfach mal rausgehen im Sommer, wenn es schön ist, an die Krämerbrücke oder so. Versuchen da Kontakte zu knüpfen. Ich weiß auch, dass über das internationale Büro, meine ich, gibt es auch die Möglichkeit, da in Kreise zu kommen, Kontakte zu knüpfen. The first very important thing is just come with an open mind. And the second thing is, I think German is still really important. So even if you are doing like your courses in English, I would still recommend that you learn some German.